Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Der Glasfaserausbau oder generell der Ausbau schnelleren Internets läuft hier in Deutschland auf Hochtouren und auch hier in meiner Region, ich hatte ja schon mehrfach davon berichtet, ist nun auch Glasfaser verfügbar. Deswegen ist der Ruf nach Wi-Fi 7 Geräten sehr stark ertönt. Das heißt, viele möchten nun sehr starkes, sehr schnelles Wi-Fi 7 haben, aber Wi-Fi 7 ist, wie wir wissen, sehr teuer. Es ist ein neuer Standard und hier muss man schnell mal 300 oder 400 Euro für einen brauchbaren Router oder Erweiterungen hinblättern. Dass die ganze Geschichte jetzt auch günstiger geht, möchte ich mit euch mir einfach mal hier anschauen, indem ich mir das Set von Strong anschaue. Kommen wir gleich zu der Kernfrage Strong. Ja, Strong, wer ist das? Viele von euch kennen vielleicht Strong oder den Namen Strong. Das ist ein Anbieter aus Österreich. Allerdings steckt jetzt hier hinter dem Namen die Skyward-Gruppe aus China. Das muss aber nichts Schlechtes bedeuten, denn auch hier verbirgt sich ein großer Hersteller hinter den Produkten, der sehr gute Produkte auf den Markt gebracht hat. Schauen wir mal kurz auf die Verpackung, was das Gerät hier alles liefern kann. Das Testgerät, was ich hier jetzt auf dem Tisch liegen habe, den Router, den habe ich mir direkt bei Amazon beschafft. Dieser wird dort für 60 bis 78 Euro gehandelt. Das ist der normale Straßenpreis. Der Repeater hier, der ist im deutschen Markt noch nicht erhältlich. Den habe ich mir direkt vom Hersteller zuschicken lassen, um ihn auch mal mir näher anzuschauen. Kommen wir einfach zuerst mal zu dem Router. Was kann der Router, was hat der Router und was kann er eventuell nicht? Wie wir hier groß auf der Verpackung sehen, Wi-Fi 7 ist integriert. Hierzu muss ich euch aber noch einen ganz wichtigen Punkt mitgeben. Wi-Fi 7 bedeutet nicht automatisch 6 GHz Band, denn wir haben hier einen Router mit 2,4 und 5 GHz WLAN, kein 6 GHz Band. Warum? Ganz einfach, ich habe euch den Preis genannt, das ist für diesen Preis einfach nicht drin. Nichtsdestotrotz, Wi-Fi 7 hat sehr viele Vorteile. Der wichtigste Punkt hierbei ist natürlich Multi-Link Operation MLO. Das ist natürlich der Kernpunkt von Wi-Fi 7 und das ist wahrscheinlich auch der Hauptpunkt, warum viele von euch dann auf Wi-Fi 7 umsteigen möchten, denn somit kann man nur die maximale Geschwindigkeit aus diesem neuen Standard herausziehen. Hier steht bis zu 3600 Megabits. Ganz wichtig, wir haben hier LAN-Ports verbaut. Das heißt, dieser Router wird natürlich entweder hinter eurem bestehenden Router oder hinter euer ONT, wie ich es hier in der Hand habe, von der Telekom oder einem anderen Anbieter geschaltet. Das heißt, das wäre dann euer Punkt, um ins Internet zu kommen und um das Glasfaser in ein LAN-Signal umzuwandeln. Dafür braucht natürlich euer Router auch einen WAN-Port. Der ist hier natürlich fest verbaut und dieser hat hier bei diesem Router sogar 2,5 Gigabit. Das heißt, wir können hier auch ganz schön was durchjagen. Ein ganz wichtiger Punkt, was kann dieser Router nicht? Dieser Router kann keine Telefonie. Das heißt nicht, dass ihr hinter dem Router keine Telefongeräte betreiben könnt, aber er selber kann es nicht. Das heißt, er hat keinen DECT-Standard verbaut und hat natürlich auch keinen analogen Telefonanschluss. Hier müsstet ihr dann dementsprechend auf eigene Geräte zurückgreifen. Hier gibt es ja dann dementsprechende Voice-over-IP-Telefone, die ihr dafür verwenden könnt. Beginnen wir doch gleich mal mit dem Router. Zu dem Repeater kommen wir gleich. Schauen wir mal kurz in die Verpackung. In der Verpackung befinden sich mehrere Beipackzettel, eine Bedienungsanleitung, die Stromversorgung, ein LAN-Kabel und natürlich hier der Wi-Fi 7 Router. Das Teil sieht auf den ersten Blick aus wie eine Spinne. Das ist aber auch ein großer Vorteil. Ich klappe es nämlich mal hoch. Wir sehen, wir haben hier 5 fest verbaute Antennen. Das ist ein sehr großer Vorteil. Somit haben wir in der Regel mit diesem Teil auch eine sehr hohe Reichweite. Und auch gleich ein bisschen spoilern. Die Reichweite dieses Gerätes ist der Wahnsinn. Da kann sich meine Fritzbox eigentlich einpacken, denn das Teil hat einen ganz schönen Durchsatz. Wichtig, diese Hersteller müssen sich aber an die deutsche oder an das europäische Gesetz oder die Vorgaben halten. Das heißt, diese Geräte können natürlich hier in dem Land ohne Probleme betrieben werden und sind hier auch ordnungsgemäß zugelassen. Das bedeutet für euch, ihr könnt das Gerät bedenkenlos kaufen, denn hier sind alle Standards erfüllt. Und hier seht ihr schon die wichtigsten Anschlüsse. Der Stromanschluss. Hier haben wir dann dementsprechend eine WPS-Taste, Reset-Taste. Hier der besondere Port, das ist der WAN-Port, 2,5 Gigabit. Der ist wichtig, gerade wenn ihr schnelles Glasfaser habt, damit ihr das dann auch in den Router hier hineinbekommt. Dann haben wir hier noch 3 1 Gigabit Ports. Das sorgt dafür, dass ihr dann natürlich auch kabelgebunden euer Internet im Haus ordentlich verteilen könnt. An sich war es das schon im Großen und Ganzen. Der Router ist recht handlich aufgebaut, ziemlich leicht
und scheint auch an der Wand befestigbar zu sein hier mit diesen Anschlüssen. Also nehmen wir ihn einfach mal in Betrieb. Wie macht ihr das? Das geht kinderleicht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel unseren ONT der Telekom. Ich habe hier einen Glasfaseranschluss, also können wir das auch gleich mal nutzen. Das heißt, wir verbinden jetzt einfach mal das Netzwerkkabel hier direkt mit dem ONT von der Telekom und stecken dieses hier in den WAN-Port des Routers hinein. Des Weiteren muss der Router natürlich noch mit dem Stromnetz verbunden werden. Das heißt, er braucht ja auch Strom zum Funktionieren. So wichtig zu erwähnen, ich habe jetzt gerade eben erst den ONT in das Stromnetz gesteckt. Das heißt, wir bauen jetzt gerade die Verbindung zur Telekom auf und der Router wartet jetzt auf die Internetverbindung. Wir haben hier vorne so eine kleine Status-LED. Diese gibt uns an, inwieweit diese Internetverbindung schon aufgebaut ist oder nicht. Wir können das Gerät jetzt einrichten. Der Vorteil hierbei, wir können das Gerät entweder über die Web-Oberfläche einrichten oder mit dem Smartphone über die App. Beides ist natürlich ohne Probleme möglich. Der eine mag lieber am Handy das System einrichten, der andere lieber direkt über die Web-Oberfläche. Wie ihr das macht, möchte ich euch überlassen. Ich kann euch ja mal beide Möglichkeiten grob zeigen. Ganz wichtig, als erstes wäre es natürlich sinnvoll, sich mit dem Router zu verbinden. Das geht ganz einfach. Der Router gibt jetzt hier ein WLAN-Signal aus. Das greift ihr einfach mal auf mit eurem PC, mit eurem Handy, wie auch immer, und verbindet euch einfach mal mit dem Router. Die dazugehörigen Daten findet ihr meistens auf der Unterseite des Gerätes. Wichtig, diese würde ich dann natürlich im Laufe des Prozesses ändern. Man sollte nicht immer die Standardpasswörter des Herstellers verwenden, sondern dann eventuell auch mal seine eigenen. Also verbinden wir uns mit dem Netzwerk. Das mache ich jetzt einfach mal hier mit dem Smartphone. Kleiner Tipp am Rande, ich sehe es jetzt hier in meinem Kameramonitor, die Internetverbindung ist jetzt auch schon mittlerweile aufgebaut. Das heißt, der Router ist schon im Netz. Auch nochmal ein Zusatzhinweis, dieser Router kann natürlich mit einem ONT verbunden werden oder dem Router eures Netzanbieters. Ihr könnt es natürlich aber auch das Gerät hinter einen vorhandenen Router dahinter schalten. Das ist vielleicht dann sinnvoll, wenn ihr Kinder habt und diesen ein eigenes Netzwerk zur Verfügung stellen wollt oder vielleicht Eltern oder irgendwelche anderen Netzwerke aufbauen wollt. So könnt ihr das natürlich auch noch machen, wenn ihr schon einen Router habt und das hier dann als Wi-Fi 7 Erweiterung verwenden. Nichtsdestotrotz, mein Smartphone hat das Netzwerk gefunden. Wir sehen hier Strong Wi-Fi 7. Da klicken wir einfach mal drauf und verbinden uns. Wichtig, hier gebt ihr jetzt einfach die Daten ein, die hier unten drauf stehen und seid mit dem System verbunden. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, auch erstmal die App herunterzuladen. Wie gesagt, ihr könnt auch über die Web-Oberfläche konfigurieren. Das heißt, einfach hier die IP-Adresse des Routers eingeben. Einfacher wird es wahrscheinlich für die meisten mit der App sein. Als App sucht ihr einfach mal im App Store eures Vertrauens nach der MyStrong App. Hier wäre sie und ladet diese einfach mal herunter. Und wie ihr seht, ich blende es euch einfach mal hier drüben ein, sind wir schon in der App-Oberfläche. Jetzt wäre es sinnvoll, hier das Gerät erstmal einzurichten. Wir klicken hier auf die Plus-Taste und tun dementsprechend unser neues Produkt hier anmelden. Wir kriegen hier eine kleine Anleitung, wie wir das zu machen haben. Und wir können natürlich hier für die Einrichtung auch direkt den QR-Code auf der Unterseite scannen. Das geht schneller. Oder wir suchen nach dem Gerät im Netzwerk. Und schon haben wir das Gerät gefunden und können es verbinden. Jetzt spielen wir einfach mal die Verbindung hier am Smartphone durch. Wichtig, das geht natürlich auch direkt über die Web-Oberfläche des Routers, über euren Browser am PC oder hier am Smartphone. Wir machen es jetzt mal hier, geben der Geschichte einen Namen. Ihr könnt jetzt hier eurem Router einen Namen geben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Test. Und ganz wichtig, wir können jetzt hier natürlich auch gleich den Wi-Fi-Namen und das Wi-Fi-Passwort ändern. Das empfehle ich euch zwingend immer zu tun. Wichtig, schreibt euch natürlich die Daten auch auf, sowie natürlich auch die Zugangsdaten zu der App, sodass ihr immer wieder auf das Gerät zugreifen könnt. Wir geben jetzt einfach mal hier ein eigenes Wi-Fi-Netz aus. Das nennen wir einfach mal Test M1 Malta. Wir können diesen Router natürlich auf verschiedene Art und Weisen konfigurieren. Einfach hier, wie ihr es seht, als Router. Das wird wahrscheinlich die meisten oder das werden die meisten von euch machen. Ihr wollt es ja direkt mit eurem Internetanschluss verbinden. Ihr könnt es aber dann dementsprechend auch als Access Point konfigurieren, sodass dieser einfach nur ein WLAN ausgibt in einem bestehenden Netzwerk, was ihr schon daheim habt, um das Netzwerk einfach zu erweitern. Ich möchte es jetzt hier mal als Router konfigurieren und gehe in den nächsten Schritt. Dem aufmerksamen Zuschauer wird aber jetzt ganz schnell was auffallen. Hier bei meinen oder auf meinem Smartphone seht ihr, ich bin mit dem Netzwerk verbunden, aber es ist
kein Wi-Fi 7, es ist Wi-Fi 6. Warum ist das so? Ganz einfach erklärt, der Router ist abwärtskompatibel und vom Werk aus noch nicht auf Wi-Fi 7 freigeschaltet. Warum? Es kann sein, ihr konfiguriert mit uralten Geräten oder ähnliches. Da wäre es natürlich sinnvoll, wenn diese sich jetzt auch mit dem Router verbinden können, denn Wi-Fi 7 setzt nämlich hier einen neuen Sicherheitsstandard voraus und wäre dieser schon aktiv, könnte es sein, dass wir alte Geräte eventuell gar nicht mehr mit dem Router verbinden können. Wenn ihr Wi-Fi 7 nutzen wollt, müssen wir das im Router dann dementsprechend auch aktivieren. Das kann ich euch ganz einfach nochmal zeigen. Wir gehen wieder mal in den Router zurück. Mit der App können wir alle wichtigen Einstellungen hier vornehmen. Ihr seht, es ist äußerst übersichtlich. Ihr könnt hier alles Mögliche konfigurieren, wie zum Beispiel ein Gast-WLAN dementsprechend ausgeben oder entsprechend sehen, welche Geräte hier angeschlossen sind. Aktuell ist es nur mein Smartphone und viele weitere Einstellungen. Ich hatte euch aber vorhin auch gesagt, wir können das Gerät natürlich auch über die Web-Oberfläche steuern. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da schauen wir auch mal ganz kurz drauf. Dazu schauen wir einfach mal hier zum Beispiel in Windows unten auf unsere Netzwerkverbindung und verbinden uns einfach mal mit diesem Gerät. Um euren Router jetzt auch direkt über die Web-Oberfläche aufrufen zu können, klicken wir einfach mal hier auf das kleine i und sehen jetzt sofort auch die Adresse, die unser Router hat. Diese könnt ihr natürlich auch im Handy nachschauen, aber hier wäre das unser Router, unsere Standard-IP-Adresse. Die kopieren wir uns einfach mal und öffnen diese mal in einem Browser. Wir sehen, wir sind jetzt sofort mit unserem Router verbunden. Jetzt brauchen wir hier Anmeldedaten. Wo kriegen wir die her? Ganz einfach, entweder befinden die sich auf der Unterseite eures Routers oder ihr habt sie natürlich schon geändert und gebt hier dementsprechend eure eigenen an. Wie ihr seht, haben wir hier auch eine sehr übersichtliche Übersicht unserer wichtigsten Einstellmöglichkeiten. Wir sehen, wir sind hier mit unserem Internet verbunden. Und wir sehen, wir haben jetzt hier zwei Geräte angeschlossen. Das wäre mein Smartphone von vorhin und hier mein PC. Jetzt kommen wir gleich mal zu den wichtigsten Einstellungen. Schauen wir mal hier in das Internet hinein. Wir können ja hier die Internet-Settings nochmal verändern. Wichtig, ich würde euch immer empfehlen, das DHCP anlassen. Das heißt, hier kann dann natürlich euer Endgerät selber die IP-Adresse hier vom Router bekommen und kann sich so mit dem Router verbinden. Wenn ihr das ausschaltet, müsst ihr das manuell machen. Dem nicht geübten Anwender rate ich immer, lasst das bitte an. Alles andere können wir eigentlich im Großen und Ganzen auch ungeändert lassen. Klicken auf Speichern und weiter geht's. Dann kommen wir gleich zu dem wichtigsten Punkt, Wireless Wi-Fi Konfiguration. Hier ist jetzt der Punkt, was ich euch vorhin schon gesagt habe. Wir haben noch kein Wi-Fi 7. Warum haben wir kein Wi-Fi 7? Wi-Fi 7 setzt voraus, dass wir hier einen höheren Sicherheitsstandard haben. Ich klicke hier einfach mal drauf. Hierfür brauchen wir eigentlich WPA3 SAE. Das ist der neue Sicherheitsstandard, der ist sehr sicher und diesen brauchen wir mindestens, um Wi-Fi 7 nutzen zu können. Alternativ geht auch hier unten dieser Mix-Modus. Dieser wird benötigt, wenn ihr auch noch viele alte WLAN-Geräte im Haus habt, die ihr noch weiter verwenden wollt, könnt ihr euch dann dementsprechend hier entscheiden, was ihr nehmt. Die meisten werden wahrscheinlich hier diesen Mix-Modus nehmen. Da meine Geräte alle relativ neu sind, werde ich einfach mal hier den neuesten Standard nutzen. So, nachdem das Wi-Fi 7 jetzt hier wieder aufgebaut ist, verbinden wir uns neu mit dem Gerät und ihr seht, wir sind wieder am Start. So, jetzt können wir auch mal kurz auf mein Smartphone schauen. Ich blende es euch einfach mal hier daneben ein und ihr seht, hier mein neues Netzwerk, das hatte ich ja Test M1 Molder genannt, ist jetzt hier Wi-Fi 7. Wir sehen diese kleine 7 oben bei dem Wi-Fi-Symbol. Wir können jetzt hier nochmal grob reinschauen. Wir sehen, welche Geräte aktuell verbunden sind. Das wäre mein Smartphone und natürlich hier mein PC, an dem ich jetzt arbeite. Hier seht ihr auch sofort, welche Geräte verbunden sind. Und hier gibt es gleich was Geiles, was ich an keiner oder in keiner Fritzbox bis jetzt jemals gefunden habe. Wir können ein Limit einstellen. Das heißt, die Nutzer, die jetzt hier mit unserem Netz verbunden sind, können wir limitieren. Das ist eine richtig schöne Funktion, besonders wenn ihr zum Beispiel Kinder habt oder irgendwelche Heavy-User in eurer Familie, die extrem viel Bandbreite ziehen und ihr möchtet vielleicht mal ein paar Filme schauen und es geht einfach nicht. Klickt einfach hier drauf und gebt hier einfach die Bandbreiten ein, die die Person maximal ziehen oder uploaden darf und habt dann dementsprechend diese Person etwas gekapselt oder etwas ausgebremst. Bei, sagen wir es mal so, sehr datenlastigen Kindern kann das sehr interessant werden, wenn ihr abends mal eure Netflix-Filme schauen wollt oder ihr habt irgendwelche Geräte, die dauernd sehr stark ziehen oder eventuell irgendwelche Smart-Home-Geräte. So könnt ihr diese hier dementsprechend einschränken. Im Großen und Ganzen ist das System ja schon voll betriebsfähig, aber wir schauen mal, wir haben hier die Router-Informationen,
können dann hier, wie gesagt, nochmal die Sprache ändern. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir stellen alles auf Deutsch um. Da könnt ihr das auch besser lesen. Der pünktliche Neustart, das ist auch ein ganz wichtiges Feature, was ich bei vielen Routern vermisse. Manchmal hängt sich doch die Technik auf oder hakt etwas. Wenn das Gerät sich einfach mal neu startet, ist dieses Problem meist von selbst behoben. Hier könnt ihr zum Beispiel entweder täglich, wöchentlich oder wie ihr es hier einstellen wollt, einen Neustart planen. Dann Netzwerktest. Hier können wir auch mal die angeschlossenen Netzwerkgeräte mit einem Ping abtesten. Das ist auch eine feine Funktion, das haben auch viele Router einfach nicht. Bei der Fritzbox habe ich sowas auch noch nicht direkt gesehen. Einfach hier die Geräte anpingen. Hier könnt ihr einfach die IP-Adresse des Gerätes eingeben. So, dann haben wir noch die LED-Steuerung. Das ist der LED-Status, den könnt ihr natürlich ausschalten, wenn ihr ihn nicht braucht. Und ihr könnt das Gerät dann auch hier zurücksetzen oder eventuell ein Backup erstellen. Wenn ihr dann natürlich alle Einstellungen gemacht habt, macht das Sinn, speichert dieses Backup. So, dann wollen wir natürlich mal schauen, was unser Wi-Fi 7 leistet. Wir sind jetzt hier noch mit unserem Strong Router verbunden. Wichtig, ich habe eine 1 Gigabit Leitung der Telekom hier liegen und wir starten mal den Speedtest. Eigentlich ziemlich in der Nähe des Routers. Mal sehen, was hier durchkommt noch. Und wir sehen, ja, wir schaffen die 800, fast 900 Mbits. Das ist eigentlich normal und es steigt immer mehr an. Doch, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Direkt im selben Raum mit dem Router erreichen wir die volle Gigabit-Leitung, die wir von der Telekom bekommen. Hier fast oder können wir diese fast durchgehend nutzen. So, wie gesagt, der Test neben dem Router ist natürlich keine Kunst. Jetzt gehen wir einfach mal ein paar Meter weg. Ihr seht, ich bin hier in meinem Atelier, ein ziemlich gut abgeschirmter Raum. Wir gehen einfach mal raus und laufen mal hier etwas weg. So, ich blende euch einfach mal den Bildschirm meines Handys ein. Ihr seht, ich habe hier eine Test-App. Wir sehen, wir sind hier noch mit Wi-Fi verbunden und haben sogar noch etwas um die 2000 M Durchsatz. Also die Verbindung ist ziemlich gut, aber wie gesagt, die Tür steht auch noch offen. Wir sind direkt davor. Erster Test, einfach mal direkt von dem Gebäude ungefähr 5 bis 7 Meter vom Router weg. Hier können jetzt schon erste Störungen kommen, denn mein Atelier ist voll geproppt mit Elektronik und je nachdem, wie ich mich jetzt hier bewege, seht ihr, schwimmt das etwas. Um die 600 Mbits kann ich hier vor meinem Atelier noch empfangen. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir schließen mal die Tür, denn die ist wirklich brachial. Und hier war nämlich meistens bei meiner Fritzbox schon ziemlich Schluss. Da ging nämlich kaum noch was durch. Jetzt starten wir den Test nochmal neu. Wir sehen, wir sind jetzt hier deutlich geringer verbunden, weil wir hier eine Wahnsinnsabschirmung haben. Das Gebäude ist von mir sehr stark abgeschirmt worden. Aber selbst hier haben wir 200, 300, 400, steigt an, fast 500 Mbits geschafft. So, ihr seht, wir laufen jetzt einfach mal in diese Richtung in meine Werkstatt und schauen mal, was wir dort noch empfangen können. So, und ich stehe jetzt hier vor der Tür zu meiner Werkstatt. Ihr seht, auch eine sehr massive Tür. Hinter mir Beton, neben mir Beton, unter mir Beton, über mir ein massives Dach. Und hier oben haben wir auch noch ein komplett geschlossenes Blechdach. Da drüben ist das Atelier. Und hier kommt mein Problemfall. In der Werkstatt habe ich in der Regel gar keinen WLAN-Empfang mehr gehabt mit der Fritzbox. Testen wir das doch einfach mal aus, indem wir hier reingehen. Aber messen wir erstmal kurz hier nochmal schnell durch. Ihr seht jetzt hier vor der Werkstatt, das ist natürlich auch immer, wie ich mich ein bisschen bewege. Jetzt haben wir so ein Wi-Fi mit etwas über 1000 M, aber ich blende es euch einfach mal ein und wir testen jetzt hier nochmal direkt vor der Tür. Es läuft sich so langsam ein und wie ihr seht, kommen wir hier knapp über 300 Mbit. Das ist schon ziemlich gut für diese Entfernung und sogar im Upload haben wir sogar fast 450 Mbit. Das ist sehr, sehr viel. So, und jetzt wird es gemein. Jetzt gehen wir nämlich durch mehrere Türen und durch mehrere, ja, sehr massive Wände. Und ich mache jetzt einfach mal auch hier diese äußerst massive Tür hinter mir zu. Und jetzt gehen wir nochmal in meine Werkstatt. Das ist nochmal einen Raum weiter. Und hier sind wir jetzt in meiner Werkstatt und ihr seht, sehr viel Metall, sehr viel Beton. Über mir ein komplettes Blechdach, Metalldach. Und mal sehen, was hier noch so durchkommt. Wie wir hier sehen, ich zeige es euch wieder mal und ich blende es euch auch noch mal ein. Wi-Fi 7 wird hier oben noch als sehr stark angezeigt. Hier müssen wir aber gleich noch einen Punkt dazu sagen. Wichtig zu erwähnen, die Handyantenne ist hier der limitierende Faktor. Das Handy hat eine ziemlich kleine Antenne und muss natürlich mit dem Router auch nochmal sprechen. Auch wenn der Router hier sehr stark reinfunken kann, muss ich ja mit dem Handy auch wieder rausfunken können. Und da ist dann meistens das Nadelöhr. Wir starten hier nochmal den Test.
Und das hier ist mein absoluter Schwachpunkt. Hier ist es nämlich meistens richtig mies, mein WLAN, aber meine Fresse, 300 Mbit in meiner Werkstatt auf so eine hohe Entfernung. Das habe ich mit der Fritzbox wirklich nicht mal ansatzweise hinbekommen. Der Upload, gut, der schwächelt ein bisschen, je nachdem, wie ich hier stehe. Aber das wäre ja mal ein super Wert. Also gehen wir noch mal eine Ecke weiter. So, und jetzt sind wir noch mal ganz woanders. Jetzt sind wir, ihr seht es, ein komplett betonierter Raum. Hier ist alles komplett zu, über mir Beton, neben mir Beton, unter mir Beton und da oben auch noch mal ein Blechdach drauf. Jetzt sind wir ziemlich weit weg und ich blende es euch wieder mal ein oder ich halte es euch einfach mal rein. Wir drücken noch mal auf Start. Ja, und wir sehen zwar, die Antenne da oben zeigt noch was an, aber das wird mit meinem Smartphone nicht mehr viel. Der Test bricht ab. Hier sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt. Also hier habe ich definitiv keinen WLAN-Empfang mehr. Aber das ist schon eine beachtliche Leistung für diesen Router. Was machen wir jetzt? Jetzt erweitern wir einfach unser WLAN mit einem Repeater. Um den Repeater nutzen zu können, wäre es natürlich sinnvoll, auch einen dementsprechenden performanten Wi-Fi 7 Repeater zu verwenden, wie hier der Strong Netzwerk Repeater der 3600X. Das ist ein brandneues Gerät, was auch Wi-Fi 7 kann. Dieser Repeater ermöglicht uns zwei Verbindungsarten. Einmal eine kabelgebundene Verbindung oder ein reines Repeaten des Wi-Fis. Einfach, wenn wir ein Wi-Fi-Signal aufgreifen, können wir es dann quasi somit erweitern. Das sind zwei Möglichkeiten. Ich persönlich stehe oder benutze sehr gerne hier die kabelgebundene Variante, also die Kabelbrücke. Das heißt, man legt ein Kabel von dem Router an eine Position, wo der Repeater platziert werden kann, steckt es in den Repeater hinein und kann so dann von da an das Wi-Fi 7 weiterverteilen. Vorteil, eine Kabelverbindung ist natürlich sehr stabil und wir haben hier eine sehr gute Verbindung. Was allerdings die meisten meiner Zuschauer machen werden, sie werden einfach den Repeater irgendwo auf der halben Strecke einstecken. Der Vorteil bei diesem Repeater für die erste Einrichtung wäre es sinnvoll, wenn wir uns auch natürlich mit dem Smartphone mit dem Repeater verbinden. Hierfür brauchen wir erstmal kein WLAN-Passwort. Ich stecke ihn jetzt einfach mal hier hinein, gebe Strom auf die Geschichte und ihr seht, er fährt jetzt hier hoch. Da wartet ihr einfach mal einige Sekunden bis 2 Minuten, bis der ordentlich da ist. Ist der Repeater hochgefahren? Schauen wir mal kurz auf mein Handy und ihr seht jetzt hier, können wir unter den ganzen Wi-Fis den Repeater suchen. Der wird hier direkt als Strong Repeater vorgeschlagen. Wir klicken einfach mal kurz drauf und wir stellen sofort eine Verbindung zu dem Repeater her, weil hier noch kein Passwort erforderlich ist. Es ist ein freies Netz. Auch hier zeige ich euch die Geschichte am besten am PC. Da lässt sich es am besten abfilmen, aber wie gesagt, das geht auch am Handy über den Browser. Wir sind mit dem WLAN verbunden. Hier ist das WLAN. Wir klicken mal auf Informationen zu diesem WLAN. Auch hier kopieren wir uns einfach mal die Adresse des Repeaters. Öffnen einen Standardbrowser, egal welchen. Geben Sie ein und schon sind wir auf dem Repeater. Der Repeater sollte natürlich auch von euch geschützt werden. Das heißt, wir kreieren mal ein neues Passwort. Man sollte natürlich ein Passwort nehmen, was man sich merken kann, was aber einigermaßen sicher ist und sind auch schon in unserem Repeater drin. Jetzt suchen wir uns natürlich die Zugangsart aus, was wir hier für eine Verbindung machen wollen. Einen drahtlosen Ethernet-Verbindung oder einen WLAN-Zugangspunkt, also einen Access Point. Wir wollen jetzt hier einfach mal drahtlos repeaten. Wie gesagt, wenn ihr ein LAN-Kabel an der Seite einstecken wollt und das direkt mit dem Router verbinden wollt, klickt ihr hier drauf. Ich mache jetzt mal eine drahtlose Verbindung, also einen reinen Repeater-Betrieb. Hier können wir jetzt einstellen, in welchem Land das System betrieben wird. Das ist sehr wichtig, sodass dann auch hier die gesetzlichen Spezifikationen für das WLAN eingehalten werden. Wir scannen alle WLANs in der Umgebung. Suchen uns unser WLAN aus. Das wäre jetzt hier das Test-WLAN, was ich ja vorhin schon erstellt habe mit euch. Wir geben hier dann dementsprechend das Passwort ein. Ihr habt gesehen, das hat sofort funktioniert. Wir sind mit unserem Router jetzt über WLAN verbunden, klicken auf Weiter. Und jetzt ist es natürlich interessant, welches WLAN wollen wir ausgeben. Man könnte jetzt einfach den Namen des WLANs beibehalten und natürlich dann dementsprechend auch das Passwort und so das einfach quasi unendlich erweitern. Manchmal macht es aber Sinn, hier ein neues WLAN-Netz zu erstellen. So sieht man dann, wenn man mit dem dementsprechenden Repeater verbunden ist. Was ihr da macht, überlasse ich euch. Wir nennen es jetzt einfach mal so, wie es hier steht, damit ihr es auch in meinem Video schön auseinanderhalten könnt. Und erstellen das Netzwerk. Das Passwort lasse ich jetzt einfach mal so. Das hatte ich jetzt auch mal testweise nur so hier erstellt. Und klicken auf Speichern.
So, und jetzt machen wir mal einen Extremtest. Normalerweise sollte man so einen Repeater irgendwo auf der halben Strecke einstecken. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich gehe jetzt mal sehr weit weg, denn dieser Repeater hat ja wirklich doch recht große Antennen. Hier oben in meiner Werkstatt habe ich noch eine Steckdose frei. Probieren wir es doch einfach mal aus und stecken ihn hier oben rein. Was ihr hier auch seht, wir haben natürlich an dem Repeater Antennen, die könnt ihr ein bisschen ausrichten, wie ihr sie braucht. Ich habe sie jetzt mal etwas nach unten gedreht, weil ich zeige es euch mal grob in diese Richtung. Hier ist irgendwo mein Router, ganz weit weg. Also müsste diese Antenne das gut empfangen können. Und hier diese Antenne soll das in diese Richtung in mein Lager weiterleiten. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir lassen jetzt das Gerät einfach mal hochfahren. Hierzu schaut ihr einfach mal auf das Gerät. Hier haben wir wieder unsere Signalleuchten oder unsere LEDs. Wenn diese alle blau leuchten, ist das Gerät einsatzbereit. So, und jetzt wiederholen wir den Test einfach nochmal. Ihr seht, ich habe mich jetzt mal hier wirklich in die hinterste Ecke meiner Werkstatt verkrümelt. Überall Schrauben und Material liegen um mich herum. Jetzt nehmen wir wieder den ganz normalen Router. Ich blende es euch wieder ein. Und wir schauen mal, was wir hier jetzt bekommen. Ja, hier hinten ist wirklich richtig schlecht. Wegen halt dem vielen Metall um mich herum, würde ich mal sagen. Ist hier hinten in der Ecke kaum noch Empfang mit dem Router. 25 Mbit. Das ist jetzt wirklich nicht berauschend. Aber wir haben ja den Repeater. Also brechen wir das jetzt einfach mal kurz hier ab. Einfach hier wieder in den Wi-Fi-Einstellungen den Repeater jetzt suchen. Wir haben ihn ja etwas getrennt, sodass wir ihn sehen können. Ich nehme das 5 GHz WLAN von dem Repeater und wir starten den Test einfach nochmal neu. Ich blende es euch wieder ein. Da können wir das besser verfolgen. Und hier seht ihr, ja, hier wird es jetzt deutlich mehr. Hier sind bis zu 300 Mbit drin. Ja, 285 und im Upload auch 200 Mbit hier an dieser schlechtesten Stelle, sage ich mal, in meiner Werkstatt. Jetzt gehen wir mal rüber ins Lager. Der Repeater ist jetzt in dieser Richtung ungefähr 7 bis 8 Meter von mir entfernt. Wir haben auch eine sehr massive Wand dazwischen und ihr könnt euch ja noch vorhin an die Ergebnisse erinnern mit dem normalen Router. Ich starte jetzt einfach mal neu, ich blende es euch wieder ein und auch hier haben wir immer noch ja, fast 300 Mbit, 290, 300, ja fast 2, ja gut, wir lassen es ein bisschen einpendeln. 288 Mbit war das höchste und der Upload ist hier sogar höher. Hier sind über 300 Mbit die Sekunde. So, und jetzt sind wir hier an der anderen Ecke meines Grundstückes. Quasi, jetzt haben wir, ja, wie soll ich es sagen, Häuser schon dazwischen. Zwischen dem Router und meinem Handy. Wir schauen mal kurz ins WLAN hinein. Ich mache es mal auf. Wir sehen hier sehr viele WLAN-Netze. Ich blende es euch wieder ein. Aber meinem Router empfange ich hier definitiv nicht mehr. Das ist einfach viel zu weit weg, viel zu viel dazwischen. Aber meinen Repeater empfange ich noch. Der ist in diese Richtung ungefähr 25 bis 30 Meter in meiner Werkstatt drin. Ist auch nicht mehr ganz so nah, aber noch da. Mit dem sind wir verbunden. Und dann testen wir einfach hier jetzt nochmal. Test läuft. Und hier habe ich locker auch meine 200 dank meines Repeaters. Und dann könnte man jetzt hier auch noch vernünftig sein Internet nutzen. So, und damit habt ihr gesehen, das Setup war sehr schnell aufgebaut und ist sehr preisgünstig. Kommen wir gleich zu einem kleinen Fazit. Was sind die Pluspunkte? Der Preis natürlich für dieses Gerät oder für diese beiden Geräte ist unschlagbar. Hier bekommt man extrem viel für einen sehr günstigen Preis geboten. Das heißt, wir haben hier ein Wi-Fi 7 Gerät, ein Wi-Fi 7 Repeater in einer Preisklasse, die ihr wahrscheinlich sonst nirgendwo anders findet. Auch wichtig zu erwähnen, die Geräte haben noch echte physische Antennen, was auch nochmal sehr schön für euch ist. So könnt ihr diese gezielt ausrichten und dementsprechend so ausrichten, dass ihr den maximalen Empfang in die Richtung bekommt, wo ihr ihn haben wollt. Auch für Gaming ist das natürlich sehr interessant. Auch die vielen Antennen geben dann dementsprechend nochmal einen kleinen Performance-Schub. Besonders gut hat mir ja auch die Web-Oberfläche gefallen. Diese ist relativ übersichtlich, auch wie die App, aber in der Web-Oberfläche kann man hier sehr, sehr viel einstellen. Dinge, die man zum Beispiel in viel teureren Geräten nicht einstellen kann, wie zum Beispiel die Bandbreitenkapselung, sage ich einfach mal, oder
Begrenzung ist hier das richtigere Wort. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Kinder oder eure Kinder dementsprechend mit Steam verbunden sind, irgendwelche riesigen Spielpakete runterladen und ihr wollt vielleicht doch noch euren Film allabendlich im Streaming genießen und habt vielleicht nicht die stärkste Glasfaserleitung, dann kann man sich das hier ein bisschen einstellen, dass man eventuell die anderen Nutzer ein bisschen runterdrosselt und hier trotzdem noch ungestört seine Filme genießen kann. Was kann man noch kritisch mit anmerken? Kritisch mit anzumerken kann man hier, dass dieses Gerät keine Telefonie unterstützt. Das heißt, wer hier jetzt dementsprechend noch telefonieren möchte, muss ein dementsprechendes Gerät dazu kaufen, wie zum Beispiel ein Voice-over-IP-Telefon. Diese kann man ja auch hier per WLAN oder per LAN anschließen und kann damit dann wieder telefonieren. Wer darauf natürlich verzichten kann, ist mit diesem Gerät sehr gut beraten. Auch wer einen sehr günstigen Repeater sucht, ist mit beiden Geräten gut beraten. Man kann zum Beispiel seinen alten Router aufrüsten, indem man hier diesen Router einfach hinter dem bestehenden Router anschließt und einfach als Wi-Fi 7 Access Point verwendet oder sich hier etwas preisgünstiger den Repeater zulegt und somit auch sein Netzwerk um Wi-Fi 7 erweitert. Hier würde ich dann natürlich empfehlen, wenn der alte Router kein Wi-Fi 7 kann, würde ich diesen hier per LAN anschließen und somit diesen Repeater über LAN hier mit der maximalen Geschwindigkeit 1 Gigabit anbinden und dann hier über die Antennen Wi-Fi 7 ausgeben. Ihr könnt natürlich auch mit diesem Repeater dementsprechende LAN-Geräte per WLAN anbinden. Ist vielleicht auch interessant, wenn ihr kein LAN-Kabel irgendwo liegen habt in einem Raum, steckt ihr den Repeater rein, steckt hier euren Laptop oder euer Endgerät dran und habt dann auch euer LAN in diesem Raum liegen. Dahinter können wir uns natürlich auch weiter mit irgendwelchen Switches oder so verteilen. Im Großen und Ganzen könnt ihr mir ja mitteilen, was ihr von diesem Setup haltet. Würdet ihr es euch kaufen? Und wenn ja, wofür würdet ihr es einsetzen? Wenn ihr euch für das Setup oder hier diese einzelnen Geräte interessiert, auch kein Problem, schaut unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch die Bezugsquellen für diese beiden Geräte. Auch natürlich wichtig zu erwähnen, wenn euch mein Video in irgendeiner Form weitergeholfen oder gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Und wollt ihr meinen Kanal auch etwas unterstützen, kein Problem, besucht meine Webseite. Dort gibt es auch eine kleine digitale Kaffeekasse. Dort könnt ihr mir zum Beispiel den digitalen Kaffee auch ausgeben. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.